Die vermisste neunjährige Valeria aus dem sächsischen Döbeln ist tot. Die Leiche des Kindes wurde gestern Abend nach tagelanger Suche in einem Waldstück gefunden. Die Neunjährige wurde Opfer eines Verbrechens, wie die Polizei mitteilt. Mehr als 400 Einsatzkräfte der Polizei aus Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten nach dem Mädchen gesucht. Valeria war am 3. Juni zuletzt gesehen worden, als sie sich auf dem Weg zur Schule befand. Doch zum Unterricht war das Mädchen nie erschienen. Nun wird mit Hochdruck nach einem oder mehreren Tätern gefahndet. Lutz Stordl ist für uns in Chemnitz, wo die Polizei eine Pressekonferenz abgehalten hat. Lutz, welche Erkenntnisse hat die Polizei denn zur Todesursache des Kindes und dem oder den Tätern, nach denen jetzt gesucht wird? Nun, entweder hat sie wenig Erkenntnisse oder sie hält das, was sie bislang weiß, zurück, um Ermittlungen nicht zu gefährden. Es wurde im Grunde nur erklärt, dass es also bei dem aufgefundenen toten Mädchen sich tatsächlich um Valeria handelt. Und es wurde gesagt, sie wurde ermordet, aber nach dem Stand der jetzigen Ermittlungen nicht missbraucht. Der Fundort liegt mitten in einem Waldstück 5 Kilometer von Döbeln entfernt und es geht nicht mal ein Waldweg dahin, sondern es ist mitten im schwer zugänglichen Gelände. Die Polizei sagte, der Fundort sei auch der Tatort, also sie sei dort umgebracht worden. Ja, und nun muss man sehen aus diesen Puzzleteilen, aus dem, was man vielleicht bei der Obduktion gefunden hat, welche Hinweise, welche Rückschlüsse sich jetzt auf den Täter oder die Täter ziehen lassen. Es wird wohl dauern, glaube ich, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass man schon eine heiße Spur hat. Es wurde nur gesagt, dass man in allen Richtungen ermittelt. Man will weiterhin im familiären Umfeld prüfen. Man wird auch weiter Videos auswerten. Man will Blitzerfotos scannen. Das heißt, es fehlt das Konkrete. Man hatte bei den Ermittlungen der letzten Woche versucht, alle Sexualstraftäter zu überprüfen, die irgendwo im Raum wohnen. Da gab es eben keine Hinweise auf einen Tatzusammenhang. Da man jetzt weiß, es ist kein sexueller Missbrauch, müssen nach anderen Motiven gesucht werden. Also ich glaube, die Polizei steht bei ihren Ermittlungen noch am Anfang. Lutz, vielen Dank für diese Einordnung, diese Informationen aus Chemnitz. Dankeschön.